Hallo und herzlich willkommen. Heute tauchen wir mal richtig tief in ein faszinierendes biblisches Rätsel ein, den Gräuel der Verwüstung. Das ist ja ein absolutes Schlüsselereignis in der Prophetie. Aber was, wenn es gar nicht nur ein Ereignis ist? Was, wenn wir die ganze Zeit von zwei komplett verschiedenen Dingen gelesen haben, die auch noch Jahre auseinanderliegen? Genau dieser spannenden Idee gehen wir jetzt mal auf den Grund. Also die zentrale Frage, die im Raum steht, ist: Reden die Evangelien wirklich alle von demselben Gräuel der Verwüstung oder übersehen wir da vielleicht Hinweise auf ein zweites, ganz eigenständiges Ereignis? Ich sag's euch, die Antwort darauf könnte unser komplettes Verständnis der Endzeitchronologie auf den Kopf stellen. Der erste entscheidende Hinweis, der steckt schon in den Worten selbst. Klar, auf den ersten Blick scheint es, als würden Matthäus und Markus über dasselbe reden, aber der Unterschied hier ist echt gewaltig. Matthäus spricht von der heiligen Stätte. Das zielt ziemlich eindeutig auf den physischen Tempel in Jerusalem ab. Markus aber, der ist vieldeutig. Stehen, wo er nicht soll. Und genau diese Formulierung ist der Schlüssel, der uns die Tür zu einer ganz neuen Interpretation aufmacht. Das bringt uns nämlich direkt zum ersten Gräuel. Und laut dieser Interpretation ist das eben kein Ereignis in einem Gebäude aus Stein. Nein, es ist was viel Persönlicheres, etwas, das im Inneren stattfindet. Es geht um die Entweihung eines ganz anderen Tempels. Und hier ist die Auflösung. Der erste Gräuel ist das Mahlzeichen des Tieres. Und der Ort, wo er nicht soll, das ist eben nicht der Tempel in Jerusalem, sondern der Tempel des menschlichen Körpers. Markus' eher vage Prophezeiung beschreibt also die Entweihung des Menschen selbst, der ja in der Schrift auch als Tempel Gottes bezeichnet wird. Dieses Zitat bringt es einfach perfekt auf den Punkt. Stellt euch mal die Stiftshütte von Mose vor. Ein mobiler, tragbarer Tempel, bedeckt mit Tierhäuten. Nach dieser Lesart ist der menschliche Körper im Grunde genau das: ein tragbarer Tempel aus Fleisch und Haut. Ein heiliger Ort, der entweiht werden kann. Und genau hier wird es logisch zwingend. Denn dieses erste Ereignis, das Mahlzeichen, das findet zu einer Zeit statt, in der es in Jerusalem überhaupt keinen physischen Tempel gibt. Die heilige Stätte, von der Matthäus spricht, existiert zu diesem Zeitpunkt also noch gar nicht. Das muss ja bedeuten, dass Markus von etwas anderem spricht. Also gut, wenn der erste Gräuel etwas Inneres, Persönliches ist, was ist dann mit der Prophezeiung von Matthäus? Das bringt uns zum zweiten Gräuel. Und der entspricht jetzt genau dem, was die meisten von uns traditionell erwarten. Ein ganz konkretes Ereignis an einem sehr spezifischen physischen Ort. Diese Tabelle hier stellt alles mal super übersichtlich gegenüber. Links haben wir den tragbaren Tempel aus Markus, also den menschlichen Körper, der durch das Mahlzeichen des Tieres entweiht wird. Und rechts, da sehen wir den physischen Tempel aus Matthäus, in dem Satan selbst in Erscheinung tritt. Der absolut entscheidende Punkt steht aber hier unten. Diese Ereignisse finden nicht gleichzeitig statt, sondern in zwei komplett getrennten Zeitperioden, nämlich der Zeit der Siegel und der Zeit der Posaune. Hier erfüllt sich also die Prophezeiung von Matthäus ganz wörtlich. Erst nachdem der Tempel in Jerusalem wieder aufgebaut wurde, wird der Antichrist diese heilige Stätte betreten. Im Gegensatz zum ersten Gräuel ist das also ein öffentlicher, für alle sichtbarer Akt der Entweihung. Okay, wie passen diese beiden Ereignisse, die ja anscheinend Jahre auseinanderliegen, in den prophetischen Zeitplan? Die Antwort liegt in einer eher unkonventionellen Sicht auf die Dauer der Trübsal. Normalerweise spricht man ja von einer 7-jährigen Trübsalzeit, richtig? Diese Theorie hier argumentiert aber für einen Zeitraum von ganzen 14 Jahren. Und warum? Weil nur so ein längerer Zeitraum es logisch ermöglicht, diese beiden weit auseinanderliegenden Gräuelereignisse überhaupt unterzubringen. Diese Zeitleiste hier zeigt, wie das alles zusammenpasst. Wir sehen hier 14 Jahre aufgeteilt in 2 7-Jahresperioden. Und schaut mal, der erste Gräuel, das Mahlzeichen, der findet ungefähr im 4. Jahr statt, also in der ersten Hälfte. Dann vergehen Jahre. Und der zweite Gräuel, Satan im wiederaufgebauten Tempel, der passiert erst viel, viel später, etwa im 11. Jahr, also mitten in der zweiten 7-Jahresperiode. So fassen wir die wichtigsten Erkenntnisse also nochmal zusammen. Der Kern dieser ganzen Analyse ist wirklich die Unterscheidung zwischen 2 verschiedenen Tempeln, was dann logischerweise auch 2 separate prophetische Erfüllungen zur Folge hat. Was wir also mitnehmen sollten: Es gibt nicht nur einen Gräuel, sondern 2.
Der erste ist der persönliche innere Gräuel, das Mahlzeichen im Tempel unseres Körpers. Und erst Jahre später folgt der zweite, der öffentliche, äußere Gräuel im Steintempel in Jerusalem. Diese beiden getrennten Ereignisse sind quasi die Schlüsselmeilensteine, die diese 14-jährige Zeitachse der Siegel und Posaunen strukturieren. Und das führt uns am Ende zu einer letzten, aber entscheidenden Frage. Wenn es tatsächlich zwei Gräuel gibt, die Jahre voneinander entfernt stattfinden, wie verändert das dann eure gesamte Sicht auf die biblische Prophetie? Denkt mal drüber nach.